Hallo zusammen, hier ist Daniel. Ich freue mich, dass ich zu euch kommen kann auf diese Art und Weise. Und ich möchte einfach gleich reinsteigen in unseren Bibelkreis. Ein paar Infos aber. 2 Bibelkreise gibt es jede Woche bei uns in der Gemeinde. Immer dienstags um 19 Uhr in der Gemeinderäumlichkeiten in Leutkirch, in Gerbergasse 3, und dann bei uns zu Hause am Donnerstags in Gebratshofen um 18:30 Uhr. Und natürlich wegen Coronavirus dürfen wir nicht so treffen. Wenn alles wieder normal wird, wenn der Herr will, wir noch leben, werden wir uns dann wie normal wieder treffen. Aber die 2 Stunden haben dann 2 getrennte Themen. Und heute Abend geht es um die Gemeindeserie. Es heißt Glauben und dazugehören. Und wenn du die Arbeitsblätter, Hefte herunterladen willst, damit du mit mir durcharbeiten kannst, kannst du die auf unserer Homepage finden, www.fbvgl.de. www.fbvgl.de. Ich sage es nochmal, www.fbvgl.de. Das war für mich schwierig irgendwie. Hoffentlich findest du das. Ich hoffe, dass du deine Bibel dabei hast, weil zur Bibelstunde gehört natürlich Gottes Wort, die Bibel. Hier ist die wichtigen Wörter, nicht das, was ich sage, natürlich. Nun, damit das nicht ewig dauert, ich gebe dir dann die Aufgabe, die Arbeitsblätter herunterzuladen, anzuschauen und die Arbeit zu tun. Ich werde ein paar Kommentare machen. Hoffentlich dauert das mein Teil nur um die 15 Minuten. Aber dann kannst du in deine eigene Zeit, vielleicht jetzt, oder du kannst ja auf Pause klicken inzwischen, und du kannst ja dann durch die Bibelstunde oder durch die Arbeitshefte durcharbeiten. Es tut mir leid wegen meinem Deutsch. Ich suche immer wieder ein tieferes und besseres Wortschatz. Es kommt nach und nach. Ich hoffe, dass du Gnade hast dafür, aber die meisten von euch kennen mich, und wir lieben einander, und ihr habt ja viel Verständnis für mein schwaches Deutsch. Gut, Judasbrief und Kapitel 1. Und wenn du ein zweites Kapitel in dem Judasbrief findest, sollst du eine andere Bibel finden, weil es gibt nur ein Kapitel in dem Brief von Judas. Und wir gehen weiter mit dem Thema, die warnende Themen, erstmal von Paulus, seine letzten Wörter an den Ältesten in Ephesus, dass er gewarnt hat von Wölfen, die in der Gemeinde sind und auch die in der Gemeinde reinkommen. Das findest du Apostelgeschichte 20, Verse 28 bis 32, sehr, sehr kraftvoll und sehr, sehr wichtig. Ich sage es ganz im Voraus, Lehre ist für Gott wichtig. Und das, was für Gott wichtig ist, soll für uns auch wichtig sein. Wenn wir reden über Liebe, viele sagen, ja, Liebe ist das Wichtigste. Als ob Liebe und Lehre stehen gegenüber voneinander. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Gott ist heilig, Gott ist gerecht und Gott ist Liebe. Und die stehen nicht gegenüber voneinander, die arbeiten zusammen. Das heißt, dass wenn Gott uns die Wahrheit gegeben hat, wenn er uns eine klare Lehre gegeben hat, ist es nicht Liebe, diese Wahrheit zur Seite zu lassen, um anderen zu umarmen oder willkommen zu heißen, welche eine Irrlehre glauben, welche keine Wahrheit haben. Sondern es ist die Liebe, wenn wir Menschen erklären, du musst Buße tun und dich zu Jesus Christus wenden, sondern gehst du verloren. Das ist Liebe. Und sehr wichtig. Und das ist eigentlich das, was in dem Brief betont ist. Und ich gebe dann nur ein paar Tipps oder
was heißt Tipps? Also ich laufe halt durch unsere Arbeitsblätter und ich hoffe, dass du auch in deiner Zeit durcharbeitest. Ich habe noch 10 Minuten, das heißt, hör schnell zu und ich rede dann schnell und hoffentlich klar und deutlich. Der Autor des Briefs, du findest das in dem ersten Vers. Der Autor des Briefs, Judas. Wer hat den Brief geschrieben? Wie beschreibt er sich? Er beschreibt sich in einer gewissen Art und Weise. Und was mir interessant ist, dass er sich nicht beschrieben hat als der Halbbruder von Jesus. Der hat die fleischliche Beziehung, die er hatte, er war tatsächlich der Halbbruder von Jesus, aber der hat es nicht betont, weil das, was nicht wichtig ist, oder das, was wichtig ist, ist nicht die fleischliche Beziehung, die man mit Jesus hat, sondern die geistliche Beziehung. Und das, was wichtig ist in unserer Welt, sind nicht fleischliche Dinge, sondern unsere Verbindung mit Gott durch Glauben allein an Jesus Christus allein. Die ganze Familie von Jesus Christus auf Erde, ich meine die irdische, fleischliche Familie, Maria, Josef, also obwohl er sein Vater nicht war, sein Betreuer quasi, seine Geschwister, die mussten alle sich ihre Sünde bekennen, sie mussten alle an Jesus Christus glauben als Herr und Heiland. Und das haben zumindest diese Brüder, das hat Maria gemacht, anderen, wir müssen alle an Jesus Christus glauben. Und das hat er betont. Der Brief gibt uns seine einzigen Wörter in der Bibel. Das heißt, diese Wörter sind für Judas und sind auch für Gott sehr, sehr wichtig. Die Empfänger des Briefs, an wem wurde es geschrieben? Es gibt 3 erklärende Begriffe, also Deutsch, 3 erklärende Begriffe, die uns erklären, dass diese Menschen, die den Brief bekommen haben, empfangen hatten, waren gerettete Menschen, die waren wiedergeboren, die waren Kinder Gottes. Und alle 3 muss man haben, um das zu verstehen. Das Wort berufen ist das erste Wort. Berufen. Berufen bedeutet eingeladen. Nun, jeder Mensch ist zum Heil in Jesus Christus eingeladen. Und das findest du eigentlich in Bildform in Matthäus Kapitel 22, Verse 1 bis 14. Matthäus 22, 1 bis 14. Lies mal durch. Und in Vers 14 findest du den Ausdruck, Jesus sagte, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und diejenigen, die auserwählt sind, sind diejenigen, welche dem richtigen hochzeitliches Gewand antragen. Die sind die Auserwählten. Das heißt, in bildlichen Form, diejenigen, die auserwählt sind, die in Christus sind, sind diejenigen, die nicht nur eingeladen sind, die haben gehört das Wort, die haben es angenommen und durch den Glauben an Jesus Christus haben sie von Gott die Gerechtigkeit Jesu Christi bekommen. Sie sind angekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu Christi. Ist wunderbar. Aber das berufen, das erste Wort. Zweite Wort, geheiligt. Das heißt, die sind für Gott abgesondert. Und pass mal auf, das bedeutet auch nicht unbedingt, dass man gerettet ist. Lies mal 1. Korinther, Kapitel 7 und besonders den 14. Vers. Hier geht es darum, dass eine gläubige Frau und einen ungläubigen Mann in einer Eheschließung zusammen sind und der Mann ist dann durch die Frau geheiligt. Das heißt nicht, dass er gerettet ist, sondern dass er näher an der Wahrheit ist, als jemand, der nichts mit Gläubigern zu tun hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass er zum Glauben kommt. Samt die Kinder sind auch erwähnt worden in der Stelle. Okay, so bewahrt ist gut, berufen, wunderbar, eingeladen, abgesondert, in der Nähe von der Wahrheit. Es kann heißen, dass man gerettet ist, aber nicht unbedingt. Aber das letzte Wort ist eindeutig. Es bedeutet nur Christen, nur
Wiedergeborenen, nur Kinder Gottes, ist das Wort bewahrt. Bewahrt in Jesus Christus. Und das ist eine Verheißung, was nur zu Kindern Gottes gehört. Wir sind in Christus bewahrt für die Ewigkeit. Und um das zu vergleichen, du kannst 1. Korinther Kapitel 1 anschauen. 1. Korinther Kapitel 1 und die ersten 8 oder 9 Versen. Das siehst du, alle 4 Versen oder 4 Wörter berufen. Du siehst das Wort geheiligt und du siehst auch das Prinzip hinter dem Wort bewahrt. Du siehst, dass wir festgemacht sind von dem Herrn Jesus Christus bis ans Ende. Das heißt, wenn wir gerettet sind, haben wir ein ewiges Heil. Wir werden nicht verloren gehen. Das ist unmöglich, dass ein Kind Gottes wieder verloren geht. Okay? Nun, den Brief geht um das Heil. Das ist das Thema von dem Brief. Das Thema von dem Brief ist das Heil. Nun, er beschreibt das Heil in ein paar unterschiedliche Arten, mit ein paar unterschiedlichen Wörtern. Sehr wichtig, Vers 3. Er beschreibt das Heil als das gemeinsame Heil. Das gemeinsame Heil. Und dort ist auf die Arbeitshefte alles erklärt. Gemeinsam bedeutet für den vielen gehörend. Alle, die an Jesus Christus glauben, haben das Heil. Niemand kommt zum Glauben an Jesus Christus oder niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die Wahrheit für alle Menschen. Jeder muss zu Jesus Christus kommen. Jeder muss sich für Jesus Christus entscheiden. Es gibt keine Ausnahme. Okay? Und die Bibelstellen, die dort gegeben sind, erklären das Wort gemeinsam in unterschiedlichen Kontexten, damit du das besser verstehst. Nicht nur gemeinsam, sondern auch geliefert. Das Heil ist geliefert oder überliefert. Ein für alle Mal, es steht. Das Heil ist nicht geändert worden seit der Zeit Christi. Eins für alle Mal. Viele Lehrer, wenn du zum Beispiel die Lehre von den Zeugen Jehovas anschaust, das ändert sich alle 10 Jahre, alle 20 Jahre, weil die Dinge, die sie behaupten, kommen nicht zustande und dann müssen sie dann wieder ihre Lehre ändern, um das richtig zu stellen. Aber das Evangelium bleibt dasselbe. Jesus bleibt dasselbe für alle Zeit. Es ist ein überliefertes Heil. Es ist überliefert von Menschen, die geglaubt haben, die gerettet sind und die haben es weitergegeben. Und die Stellen sind sehr, sehr wichtig. Das müssen wir auch machen. Wir glauben, wir wachsen im Glauben, aber wir müssen es dann weitergeben. Ein gekämpftes Heil. Das heißt, das Heil, was wir bekommen haben, ist durch Blut zu uns gekommen. Menschen haben ihr Leben geopfert, um das Heil zu verkündigen, um die Wahrheit weiterzugeben. Und dann, wir nehmen das Heil, wir bekommen die Wahrheit und wir denken, dass es nur ein Spielzeug ist. Nein, das ist keine Freizeit, es ist ein Kampf. Es lohnt sich, für Jesus Christus zu kämpfen. Und pass auf, nicht nach dem Fleisch. Nicht wie Petrus mit dem Schwert, als Markus kam, um Jesus aus dem Garten zu fangen. Nein, Jesus Christus baut seine Gemeinde durch das Wort Gottes, durch die Verkündigung von der Wahrheit. Aber sehr wichtig, dass wir wissen, dass es keine Freizeit ist, sondern ein Kampf, ein Krieg gegen nicht Menschen, sondern gegen den Feind, gegen den Teufel. Der Grund für den Kampf, ihr Lehre in der Gemeinde. Ihr Lehre in der Gemeinde. Es steht in Vers 4 genau das Gleiche. Und was für ein ihr Lehre war es? Ich gebe die Lücke kurz. Gnade als Lizenz zum Sündigen. Das ist eine Irrlehre, was heute auch weit und breit erklärt ist. Gnade als Lizenz zu sündigen. Zweitens, die Verleugnung von Jesus Christus. Entweder durch seinen Dienst, sein Opfer, sein Dienst in eine falsche Weise zu erklären oder auch sein Wesen falsch zu erklären, dass er nicht Gott ist, dass er nicht 100% Mensch ist und gleichzeitig 100% Gott ist, was eigentlich die Wahrheit ist.
jemand, der kommt und eine künstliche, eine falsche Lehre über Jesus hat, Paulus sagte und Johannes sagte, die sind verflucht von Gott. Wir sollen die nicht in der Gemeinde reinlassen und diese Lehre auch nicht in der Gemeinde erlauben. Die Stellen habt ihr dort. Es gibt auch andere Irrlehren, was zur Apostasie gehören. Es geht um die Auferstehung Jesu Christi. Es geht um die Behauptung, dass Jesus schon wiedergekommen ist. In 2. Timotheus. Es geht um, also Galaterbrief geht um die Lehre, dass man das Heil verlieren kann, wieder verloren geht, wenn man das nicht bewahrt durch Eigenwerken und eigene Kraft und so weiter und so fort. Es gibt viele Irrlehren, auch damals und auch heute. Und man einfach die Stellen anschauen. In Vers 4, es steht, dass die Irrlehrer sind in der Gemeinde reingekommen. Und wie haben die das gemacht? Die sind unbemerkt eingeschlichen. Unbemerkt. Weil sie sind Wölfe in Schafskleider. Die schauen gut aus, wie du, wie ein normaler Gemeinde, haben ein geistliches Wortschatz, ein biblisches Wortschatz, aber die lehren was ganz anderes. Die drehen die Wahrheit um. Okay, und die sind unbemerkt eingeschlichen, die sind Schandflecken, versteckte Steine bedeutet das. Und für den Schiffskapitän sind versteckte Steine Gefahr. Und er sagt in Vers 12, dass diese Lehrer versteckte Steine sind, Schandflecken. Wie ist es möglich, dass Irrlehre einen Platz in der Gemeinde findet? Ein paar Dinge hier, dann muss ich Schluss machen und ich hoffe, dass ihr weiterhin arbeitet. Aber der Feind ist klüger, als wir denken. Wir meinen manchmal, dass der Feind irgendwie doof ist, aber der Feind ist doch klüger, als wir denken. Und wir sehen diese Stellen, was gegeben sind, Matthäus 7, 15, 3. Johannes 1, Vers 9, auch Apostelgeschichte 20, Vers 30 erklären, dass der Feind ist klug. Und die Gemeinden sind auch, zweiten Grund, die Gemeinden sind auch empfindlicher geworden. Empfindlicher geworden. 2. Timotheus 4, Verse 3 bis 4, es steht, dass Menschen, dass auch Christen in der Gemeinde, dass die Zeit kommen wird, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu den Legenden zuwenden. Und das heißt, die Gemeinden sind empfindlicher geworden. Der Feind ist klüger, wir sind empfindlicher geworden. Und dann in Judas Vers 16 steht, dass die mit übertriebenen Worten reden. Also das gehört alles dazu. Ich gebe dann letztens die Notwendigkeitenbrief. Und vielleicht kannst du das als bisschen Hausaufgabe machen. Aber 2. Petrus 2 und Vers 2 oder das ganze Kapitel, 2. Petrus Kapitel 2 und Judasbrief. Liest die beide zusammen und vergleicht die beide zusammen. Und du wirst sehen, das ist eigentlich die gleiche Botschaft an fast die gleiche Audienz innerhalb von 2 Jahren getrennt voneinander. Und dann überlegst du, wieso brauchen wir und wieso haben die damals nochmal einen Brief über das gleiche Thema? Wieso benötigen wir das? Und ich finde Vers 5 interessant, es gibt uns die Antwort. Und die Antwort ist, wir brauchen nochmal eine Erinnerung. Wir sind halt vergesslich. Und liebe Geschwister, also die Wahrheit, wenn es für Jesus wichtig war, dann muss es für uns wichtig sein. Wir sollen wach sein. Wir sollen verstehen, auch in einer Zeit wie dieser, wo wir zu Hause bleiben müssen, wo wir nur aufs Internet klicken müssen, dass es alles möglich gibt, was nicht zu der Bibel stimmt, nicht zu einer gesunden Lehre für dich und für die Gemeinde stimmt. Und wir müssen wirklich aufpassen. Ich liebe euch
Und ich hoffe, dass es für euch ein Segen war und ist. Und nächste Woche werden wir dann weiterhin mit der Stunde machen. Gottes Segen. Wir sehen uns dann später. Tschüss.